Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zum Hohem iSteady M6. Ich wollte das Ganze eigentlich hier draußen drehen, aber wie ihr vielleicht sehen könnt und auch hören könnt, es ist ziemlich windig und ja, die Wolken ziehen zu, es wird wahrscheinlich gleich anfangen zu regnen. Deswegen suche ich mir jetzt am besten mal einen anderen Platz, wo ich euch diesen schönen Smartphone-Gimbal vorstellen kann. So, da bin ich wieder jetzt aus meinem Autostudio. Ich muss sowieso ein bisschen laden und jetzt fängt es dann langsam an zu regnen. Deswegen machen wir doch einfach hier weiter. Kommen wir zuerst mal zu ein paar Daten von dem Gimbal. Ihr bekommt hier eine ideale Akkulaufzeit von 18 Stunden und da kann ich euch direkt sagen, die werdet ihr nicht erreichen. Realistischer sind da eher 6 Stunden, vor allem wenn ihr hier dieses kleine AI-Modul noch mit benutzt, zieht es alles ein bisschen mehr Strom. Also mit 6 Stunden könnt ihr da rechnen, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber das ist eigentlich so auch schon recht ordentlich. Das Ganze lässt sich über USB-C laden, da braucht ihr ungefähr 3 Stunden, bis das Ganze voll ist, und dann habt ihr da wieder die volle Laufzeit. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, euer Smartphone zu laden. Dazu befindet sich hier oben ein kleiner USB-C-Anschluss. Ein passendes Kabel USB-C auf USB-C ist auch dabei. Da könnt ihr also das Smartphone während der Benutzung gleichzeitig laden. Dann geht natürlich die Akkulaufzeit auch noch ein bisschen weiter runter. Der Gimbal an sich selber hat ein Gewicht von 550 Gramm und eine Tragfähigkeit von 400 Gramm. Ihr solltet mit 400 Gramm also so ziemlich jedes Smartphone da auch benutzen können, was gerade so auf dem Markt ist. Aber ihr müsst natürlich beachten, ihr habt dann fast 1 Kilo in der Hand und das ist schon ordentlich, das merkt man dann doch schon ein bisschen. Vor allem habt ihr wirklich nur die Möglichkeit, den so zu halten. Hier könnt ihr noch das Stativ ein bisschen einklappen, dann habt ihr da theoretisch noch einen zweiten Griff, aber das Gewicht spürt ihr trotzdem auf jeden Fall. Da kommt also ordentlich was zusammen. Das Gerät selber bietet euch dann noch ein paar Möglichkeiten. Ihr habt zum Beispiel hier einen Viertelzoll Gewindeanschluss und ihr müsstet hier noch einen Viertelzoll Gewindeanschluss haben. Da könnt ihr also Zubehör montieren, zum Beispiel ein Mikrofon oder ein Licht, welches ihr dann gemeinsam mit eurem Smartphone benutzen könnt. Zum Lieferumfang gehört auch diese schicke Tragetasche. Da könnt ihr den Gimbal komplett verstauen. Ihr müsst dazu nur den Stativfuß, der sich hier unten befindet, abschrauben. Den könnt ihr dann hier platzieren. Dann passt der Gimbal hier komplett rein. Auch das kleine AI-Licht lässt sich hier magnetisch einfach abnehmen. Auch das lässt sich hier drin verstauen. Und dann habt ihr hier eine ziemlich coole Tragetasche mit einem kleinen Griff, wo ihr das Ganze dann in der Gegend rumtragen könnt. Zum weiteren Lieferumfang gehört auch eine sehr verständliche Bedienungsanleitung und ein kleines USB-C auf USB-C Kabel, wo ihr dann an eurem Smartphone anschließen könnt und an dem Gimbal, um das Smartphone zu laden, und ein USB-A auf USB-C Kabel, mit welchem ihr den Gimbal dann selber natürlich laden könnt. Ein Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang, aber das hat man im Idealfall ja auch schon zu Hause. Wenn nicht, braucht ihr da natürlich noch ein passendes. Zum Lieferumfang von der Kit-Version gehört dann dieses kleine AI-Licht. Das ist einmal ein AI-Verfolgungsgerätchen. Da könnt ihr mit einer Gestensteuerung das Ganze so einstellen, dass euch das passend verfolgen soll, und ihr habt da ein LED-Licht drin. Dieses Modul bekommt ihr nur in der Kit-Version vom Gimbal und die kostet dann 229 €, ist also schon ein bisschen teurer. Mit dem kleinen Tool habt ihr dann aber die Möglichkeit, eine AI-Verfolgung einzurichten, und die ist schon wesentlich besser als die optische Verfolgung, welche euch die Software dann noch bietet. Meiner Meinung nach macht es aber schon Sinn, die Kit-Version zu kaufen, weil mit dem AI-Verfolgungsmodul habt ihr einfach das viel bessere Tracking. Ansonsten, wie gesagt, in der Software selber gibt es auch noch ein Gesichts- und Objekt-Tracking. Das funktioniert relativ gut, aber nicht ganz auf dem Level wie jetzt mit diesem Tool oder wie man es vielleicht von DJI kennt. Dann kommen wir einfach mal zur Verfolgung durch AI mit Gestensteuerung. Ihr müsst da also eine Geste machen, um den Gimbal zu aktivieren. Danach verfolgt er euch ziemlich genau in eurem Gesicht erstmal. Um das Ganze neu auszurichten, müsst ihr dann eine Geste machen und könnt damit das Bild so ausrichten, dass es euch passt. Also, dass er dann auch wirklich das verfolgt, was ihr gern im Bild haben wollt. Mit einer weiteren Geste könnt ihr das Ganze wieder beenden. Wie gesagt, ist die Verfolgung auch optisch ohne das AI-Tool möglich, funktioniert da aber nicht ganz so gut und es hat immer so eine leicht kleinere Verzögerung. Also meiner Meinung nach nutzt auf jeden Fall das AI-Tool zur Verfolgung. Im Zoom, vor allem mit dem iPhone 15 Pro Max bei 5-fach Zoom, kommt es dann zu ein paar Komplikationen. Also da verfolgt er optisch einfach nicht mehr gut das Objekt. Ich glaube, das liegt meiner Meinung nach daran, dass der einfach nicht so genau den Gimbal steuert und da immer
immer ein bisschen übersteuert und dann irgendwann ins Hin- und Herschwanken kommt. Selbst am iPhone 14 mit der Dreifachvergrößerung hat das nicht gut funktioniert. Wie die Stabilisierung am 5-fach-Zoom beim iPhone bei 120 mm aussieht, zeige ich euch jetzt mal hier. Das funktioniert zwar, aber ihr habt da einfach nicht die so genaue Steuerung, wie es jetzt zum Beispiel bei der Normalbrennweite 24 mm ist. Also da ist noch Luft nach oben. Der Gimbal selbst bietet euch dann natürlich verschiedene Modi, welche ihr über den Modusschalter umschalten könnt. Ihr könnt da also nur die Achsen zum Schwenken aktivieren oder die Achsen zum Schwenken und Neigen. Ihr könnt auch alle Achsen sperren oder einen Sportmodus aktivieren. Durch dreifaches Drücken auf den Modusschalter startet ihr den Inception-Modus, wo ihr dann eine automatische 360-Grad-Drehung von dem Gimbal erhaltet. Die Software an sich ist gar nicht so schlecht. Ihr habt im Foto- und Videomodus auch die Möglichkeit, alles manuell vorzugeben. Ihr könnt da also dann die ISO und die Verschlusszeit und auch eine Belichtungskorrektur vorgeben. Natürlich bietet euch die Software auch verschiedene Modi. Ihr habt da den Fotomodus, einen Videomodus, einen Panoramamodus mit Klonfunktion, einen Zeitraffermodus mit Einstellungen zum Verschlussintervall und der Dauer. Ihr könnt eine Zeitlupenaufnahme in 1080p mit 120 oder 240 fps durchführen und ihr habt verschiedene Momente, wo ihr also diverse Aufnahmen mit dem Gimbal vornehmen könnt. Die Verarbeitung an sich vom Gimbal ist sehr gut. Ihr habt da also keine scharfen Kanten. Er liegt relativ gut in der Hand und auch die Tasten und Schalter und auch das Drehrad haben einen sehr guten Druckpunkt und lassen sich so auch sehr gut bedienen. Auch die Platzierung der Bedienelemente ist gut gewählt. Ihr kommt da also gut hin und ihr habt ein kleines Display hinten, wo ihr die meisten Einstellungen direkt ablesen könnt. Dann erkläre ich euch noch kurz, was ihr für Bedienelemente habt. Also ihr habt erstmal einen An-Aus-Schalter. 3 Sekunden müsst ihr den drücken, damit das Ganze an- oder ausgeht. Wenn ihr den zweimal drückt, dann schickt ihr den Gimbal in den Standby und dann müsst ihr ihn einmal drücken, um ihn wieder aus dem Standby aufzuwecken. Den Menü-Modi-Knopf habe ich euch ja gerade erklärt. Den Auslöser könnt ihr doppelt drücken für den Wechsel zwischen Foto und Video. Einfaches Drücken startet natürlich da eure Aufnahme und wenn ihr dreimal drückt, dann wechselt ihr zwischen Front- und Rückkamera. Ihr habt natürlich vorne auch einen Trigger. Wenn ihr den gedrückt haltet, dann wechselt der Gimbal in den Sportmodus. Wenn ihr den zweimal drückt, dann wird alles komplett neu zentriert. Es ist wieder alles gerade ausgerichtet. Und wenn ihr den dreimal drückt, dann wechselt der Gimbal in den 180 Grad Selfie-Modus, dreht sich also um 180 Grad und ihr könnt euch dann selber aufnehmen. Ihr habt dann natürlich auch noch einen Joystick, wo ihr die komplette Steuerung vom Gimbal übernehmen könnt und so schön hin und her schwenken könnt. Am Auslöser selber befindet sich der Zoom-Hebel, mit welchem ihr dann während der Aufnahme oder eben im Fotomodus den Zoom betätigen könnt. Die Kamera bzw. das Smartphone springt dann auch automatisch durch die verschiedenen Kameras in den Zoom-Stufen. An der Seite vom Gimbal befindet sich dann das kleine Bedienrad. Hier könnt ihr entweder den Fokus selber festlegen oder das LED-Licht steuern. Ihr habt da verschiedene Modi für das Rad, welche ihr durch mehrmaliges Drücken aktivieren könnt. Für das Licht selbst könnt ihr eine Farbtemperatur zwischen 2700 und 6500 Kelvin festlegen. Das Ganze lässt sich in 500er Schritten verstellen. Im LED-RGB-Modus habt ihr dann die Möglichkeit, die Farbe festzulegen und könnt da auch die Helligkeit zwischen 0 und 100% regeln. An der Seite vom Gimbal befindet sich dann noch eine A- und eine B-Taste. Hier könnt ihr fertige Fixpunkte festlegen, wo sich der Gimbal hin bewegen soll. Ihr könnt also eine Position auf A legen und eine Position auf B legen und dann immer automatisch zwischen den Positionen hin und her schwenken. Zur Stabilisierung an sich, die ist ganz in Ordnung. Ich zeige euch hier jetzt einfach mal ein paar Clips, welche damit stabilisiert wurden. Klar, ihr habt in einem iPhone schon einen recht guten Bildstabilisator drin. Der wird aber durch den Gimbal einfach noch einen Tick besser. Ich packe euch das Ganze jetzt einfach in die Beschreibung. Ihr könnt euch das dann anschauen und gegebenenfalls auch kaufen. Ich werde auch noch ein extra Video dazu machen und das Ganze mal gegen den DJI Osmo Mobile 6 testen. So, das war's dann auch schon von mir. Das Auto ist geladen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir doch einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.